So, das ist das letzte Video vom Grundlagenkurs Nähen. In diesem 4. Teil zeige ich dir, wie du deine ersten Nähte nähst. Dafür habe ich Übungsblätter entwickelt, die du dir auf meiner Internetseite runterladen kannst und damit kannst du dann die Übungen, die ich dir jetzt gleich zeige, nachmachen. Ich habe mit diesen Übungen tatsächlich damals auch nähen gelernt und finde sie nach wie vor total hilfreich für Nähanfänger, diese Übungen zu machen, bevor man sich an das erste Kleidungsstück wagt, damit man ein Gefühl für die Nähmaschine bekommt, damit man lernt, wie man verriegelt und damit man weiß, wie man den Stoff zu führen hat. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, diese Übungen mitzumachen und dann bist du startklar. So, jetzt haben wir die Nähmaschine eingerichtet und ihr habt die Schnittmuster ausgeschnitten, ihr habt alle Zutaten bereit, ihr seid jetzt wahrscheinlich ganz heiß darauf loszulegen. Bevor wir jetzt loslegen, um die ersten Nähte zu nähen, prüfen wir nochmal, ob die Fäden die richtige Spannung haben. Also ob der Oberfaden und der Unterfaden die richtige Spannung haben. Wie machen wir das? Als erstes den Unterfaden. Bei meiner Nähmaschine kann man den Unterfaden keine Spannung einstellen, das machen nur die Profis, wenn sie da ganz tief reingehen. Aber wenn man eine Nähmaschine hat, die diese Spulenkapsel hat, so wie bei meiner Mama, dann kann man das relativ einfach prüfen und das würde ich immer empfehlen, mal zu checken, ob das richtig ist. Diese Spulenkapsel kann man einfach am Faden hängen lassen und daran erkennt man dann, ob die Spannung richtig eingestellt ist. Denn wenn sie jetzt so hängt wie hier, ist die Spannung zu fest und dann hat man hier eine kleine Schraube, die man verdrehen kann. Da muss man gar nicht viel machen, immer mal nur so ein Tucken in die eine oder in die andere Richtung. Moment, lockerer, so nach links. Und da sieht man schon, ja, also sie soll einfach runtergleiten. Wenn man sie so ein bisschen schüttelt und dann gleitet sie runter, dann ist das richtig. Wenn sie hängen bleibt oder einfach runterfällt, ich kann das ja mal eben machen, die nochmal lockerer drehen. Also dann kriege ich die gar nicht außer Hand, das ist viel zu locker. Wenn sie einfach nur so hängt, ist es zu fest. Genau. Dann die Oberfadenspannung, die stellt man hier oben an diesem Rädchen ein. Manchmal ist es auch noch weiter oben. Da ist meistens schon der Sollbereich markiert, also hier zwischen 3 und 5. Dann prüfen wir doch einfach mal die erste Naht. Ich habe jetzt hier extra mal oben und unten verschiedene Farben genommen. Unten ist blau, oben ist weiß. Und so sollte die Naht auch aussehen, also dass man weder auf der Oberseite zu viel vom Unterfaden sieht und auch auf der Unterseite nicht zu viel vom Oberfaden. Ich verstelle jetzt mal absichtlich dieses Rädchen, damit ihr seht, was passiert, wenn die Fadenspannung, also jetzt habe ich sie mal ganz locker gedreht auf fast 0. So, was passiert? Der Oberfaden ist so locker, dass er sich auf die andere Seite mit durchzieht und auch obendrauf die Naht, die ist ganz locker, die kann man so rausziehen. Das darf nicht sein, weil wenn das richtig eingestellt ist, kann man hier nichts dran rumziehen. Oder wenn man es zu fest macht, ich mache es jetzt mal auf 9. Und wenn man sich das dann anguckt, man erkennt es auch schon, das Garn ist total fest. Wenn man da drüber fährt, merkt man richtig, wie das unter Spannung steht und wie man sieht hier auch, dass der Unterfaden nach oben gezogen wird. Und wenn man sich das Ganze anschaut, der Faden liegt quasi nur oben auf, der ist ganz stramm, also so darf es dann nicht sein. Normalerweise muss eine Naht relativ fein sein, wenn man da drüber fährt und nicht so hart und steif, wie wenn das einfach zu fest ist. Genau, also alles wieder in Normalposition drehen. Und dann kann es auch schon losgehen. So, als letztes stellen wir dann jetzt noch den Zickzackstich ein. Den brauchen wir für die Kanten zum Versäubern, denn ich denke, die meisten von euch haben keine Overlock-Nähmaschine zu Hause, mit der man das auch machen kann. Aber das geht auch wunderbar mit einem Zickzackstich. Als erstes stellen wir dann hier noch den Zickzackstich ein. Das ist bei mir auf der 8. Und dann können wir hier die Stichlänge und die Stichdichte einstellen. Ich stelle jetzt mal die Stichlänge auf 4 und die Stichdichte auf 3,5. Damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht an verschiedenen Nähmaschinen. Das würde ich jetzt erstmal so ausprobieren und dann schauen wir mal weiter. So, damit ihr seht, wo die Nadel jetzt genau einsticht, habe ich das mal ein bisschen näher geholt.
Wichtig ist nämlich jetzt beim Zickzack, dass ein Teil des Zickzackstiches auf dem Stoff einsticht und einer dann daneben. Dadurch wird dann die Kante umschlossen quasi, also ja, dadurch wird sie dann versäubert und das verhindert dann, dass die Kante weiter ausfranst, weil das ist ja einfach abgeschnitten und wenn man das jetzt waschen würde ohne Versäuberung, würde das Ganze ausfransen. Und wie ihr seht, ich habe jetzt den Stoff immer mittig, ungefähr am Füßchen und man sieht, ein Stich sticht immer auf den Stoff und einer dann daneben. Und das Ganze sieht dann so aus. Und damit ist dann auch die Kante versäubert und dann kann man ganz normal waschen, ohne dass man Angst hat, dass irgendwas ausfranst. Wenn ihr Probleme habt, dass sich der Zickzackstich zum Beispiel so zusammenzieht, wie ihr das hier tut, obwohl ihr das eigentlich richtig eingestellt habt, dann könnt ihr auch den Oberfaden ein wenig lockerer stellen. Dann hat sich das Problem meistens eigentlich auch direkt gelöst. So, wir starten dann jetzt hier mal mit den, ich sag mal, Arbeitsblättern. Gott, das hört sich an wie in der Schule. Aber diese Blätter sind dafür da, dass ihr das Handling mit der Nähmaschine lernt. So habe ich tatsächlich auch nähen gelernt am Berufskolleg. Das erste ist geradeaus nähen, also erstmal oben verriegeln, geradeaus nähen, unten verriegeln und dann einfach füßchenbreit immer weiter nähen. Dabei lernt man einerseits gerade nähen, parallel nähen und auch verriegeln. Das zweite Blatt ist dann so eine Art viereckige Schnecke. Da lernt man dann einerseits natürlich parallel nähen, aber auch Ecken zu nähen, ohne dabei die Naht zu beenden. Das zeige ich euch dann gleich auch noch. Und dann haben wir hier noch das dritte Blatt, das ist dann eine runde Schnecke, sage ich mal. Da lernt man dann, wie man den Stoff bewegt unter der Nähmaschine, wenn man Kurven näht. Ich habe mir jetzt hier so ein paar Stoffläppchen fertig gemacht und habe mir für das erste Blatt eine Linie auf den Stoff übertragen. Mehr braucht ihr eigentlich nicht, weil die anderen sind dann immer parallel und dann nehmt ihr einfach das Füßchen als Abstandsmesser. Für das zweite Blatt habe ich dann hier einmal einen Kasten gemacht und der hört dann da unten wieder auf und dann versetzt man einfach auch wieder füßchenbreit. Und für das letzte habe ich einen runden Kreis genommen und ich sag mal kurz vor Ende rückt man dann einfach ein bisschen ein und macht dann wieder füßchenbreit weiter, dass es halt immer weiter nach innen geht. Wir starten dann mit dem ersten Läppchen. Wir verriegeln am Anfang ganz normal und nähen gerade herunter. Achte darauf, dass du den Stoff einfach nur führst mit deinen Händen und nicht ziehst oder drückst, sondern einfach laufen lassen und ein bisschen die Richtung ändern, wenn es nicht gerade läuft. Dann wieder verriegeln und Füßchen hoch. Und das gleiche machst du jetzt einfach ein paar Mal nebeneinander. Ich nehme mir immer das Füßchen als Abstandshalter. Als nächstes nehmen wir dann die eckige Schnecke, sag ich mal. Da beginnen wir auch wieder an einer Ecke, verriegeln ganz normal, nähen dann gerade runter. Und sobald wir dann gleich an die Ecke kommen, versenken wir dann die Nadel im Stoff, machen das Füßchen hoch, drehen das Stück Stoff und nähen dann weiter. Und das machst du jetzt einfach bei jeder Ecke, Nadel im Stoff lassen, Füßchen hoch, Stoff drehen und weiter nähen. Nadel im Stoff, Füßchen hoch, wieder Stoff drehen und so weiter und so weiter. Die Nähte kannst du dann alle im Abstand von deinem Füßchen machen. Das finde ich dann immer am einfachsten. So, wir sind zum Ende gekommen, da auch wieder verriegeln und dann sieht das Ganze so aus. So, und jetzt nähen wir die runde Schnecke. Ich würde jetzt einfach irgendwo auf diesem Kreis anfangen zu nähen, vorne wieder verriegeln und dann langsam nähen. Dabei den Stoff immer ein bisschen drehen. Man merkt dann ja auch beim Transportieren des Stoffs, wie sehr man den verdrehen kann, damit keine Falten entstehen. Hier würde ich auf jeden Fall langsam nähen, damit man erstmal ein Gefühl dafür bekommt, wie man den Stoff zu handeln hat. Und dann im Abstand deines Füßchens immer weiter nach innen nähen.
Und du wirst merken, je enger dann dieser Radius wird an dieser Schnecke, dass du irgendwann den Stoff nicht mehr geschoben bekommst und nicht mehr so ganz die Kurve kriegst. Und da kannst du dann das ähnlich machen, wie wenn du Ecken nähst, dass du die Nadel im Stoff lässt, das Füßchen ein bisschen hoch machst und dann den Stoff nur leicht verdrehst, dass du ein bisschen besser die Rundung nähen kannst. Du kannst jetzt noch verriegeln am Ende und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wie du siehst, bei mir ist es auch nicht perfekt geworden, also rund ist anders. So, das war's. Das war das 4. Video vom Grundlagenkurs Nähen und damit ist dieser Kurs abgeschlossen. Du bist jetzt perfekt vorbereitet, um dein erstes eigenes Kleidungsstück zu nähen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und viel Erfolg und wenn du noch Fragen hast, schreib mir gern an christina@bara-studio.com.